Hallo, mein Name ist Markus Westenberger und ich möchte euch recht herzlich begrüßen zur Bauanleitung des Snare-Cajon-Bausatz von Sela. Ab sofort haben unsere Bausitze auch die herausnehmbare Snare-Traverse von Sela. Mit der kannst du noch individueller deinen Sound einstellen. Du kannst sie herausnehmen aus der Cajon, komplett ohne Snare-Klang spielen, du kannst sie in der Höhe verstellen, du kannst aber auch eine zusätzliche Snare-Traverse noch hinzubauen, dann hast du noch mehr Möglichkeiten, deinen eigenen Snare-Klang zu finden. Das Geniale am Snare-Cajon-Bausatz von Sela ist ja auch, dass alles in der Packung schon mit drin ist. Wir brauchen keine Werkzeuge oder irgendwelche Hilfsmittel einzukaufen. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein handelsüblicher Akkuschrauber mit Rechts-Links-Lauf und einem Bohrfutter. So, und jetzt geht's los. Als erstes sehen wir hier mal ein Seitenteil. Dann zweimal ein Deckel und ein Boden auf Gärung geschnitten. Hier sind die Spanngurte zum Verleimen vom Korpus. Ein Beschlagbeutel mit allen Kleinteilen wie Gummifüße, Pinsel, Leimflasche. Ein Schleifklotz und einen dazugehörigen Schleifbogen mit Schleifpapier. Zwei Halteleisten für die Snare-Traverse. Eine Montagehilfe. Einen kleinen Schaumstoffkeil zur Dämpfung von der Snare-Traverse. Das Snare-System selber, die Snare-Traverse. Hierbei ist zu beachten, dass man die Snare-Drähte nicht verbiegt. Dann haben wir hier eine Bauanleitung in 8 Sprachen. Hinten ist eine Cajon-Schule und die Tracks für die Cajon-Schule sind auf der CD enthalten. Dann haben wir die Snare-Cajon Rückseite mit dem Loch. Hierbei sind die Stellen, wo die Schrauben hineinkommen, sind schon versenkt. Und dann haben wir hier die Spielfläche. Neu ist hierbei, dass das Logo jetzt vorne ist. Und die zweite Seitenfläche für die Sela Snare Cajon. So, nun haben wir anhand der Liste und beim Auspacken festgestellt, dass alle Teile, die wir zum Cajonbauen brauchen, auch in der Packung enthalten sind. Als nächstes bereiten wir uns den Arbeitsplatz vor. Minimalanforderungen sind hier mal so 60 auf 60, 60 auf 80. Mehr ist immer besser. Und ganz ideal ist es, wenn man ein weiches Tuch unterlegt, damit die Sachen, die zum Beispiel die Spielfläche oder die Rückseite, die jetzt unten liegen bei der Montage, nicht verkratzt werden. Dann bereiten wir die Gurte vor zum Verleimen vom Korpus. Wir nehmen dieses Schloss, diese Klemme so in die Hand und lassen den Gurt so durch die Hand laufen, dass er sich nicht verdrehen kann. Bis zum Ende. Dann nehmen wir das Ende und führen es durch das Maul durch. Und kontrollieren nochmal, dass sich der Gurt nicht verdreht hat. Passt. Als nächstes verleimen wir den Korpus der Cajon. Dazu müssen wir uns hier nochmal ein bisschen Platz machen. Wir legen das weiche Tuch nochmal zur Seite und nehmen uns die Teile für den Korpus. Diese sind zwar geschliffen, aber es kann immer sein, dass ein kleiner Splitter oder was übersteht. Man sollte aufpassen, dass man sich da keinen Splitter in die Hand zieht. Die Korpusteile sind auf Gärung geschnitten. Das bedeutet, dass wir hier Leim angeben müssen, um den Korpus zu verleimen. Dazu nehmen wir uns den Leim aus den Tuben und den Pinsel dazu. Praktisch ist, dass alles mit dabei ist. Die Tuben schneiden wir mit einer Schere auf. Als nächstes nehmen wir uns die Seitenteile und geben auf die Gärungen schön Leim an. Machen wir so 2 Spuren und dann gehen wir mit dem Pinsel, verteilen wir schön den Leim gleichmäßig auf die Flächen. Man kann ruhig auch ein bisschen mehr Leim drauf tun, so dass die ganzen Flächen satt eingeschmiert sind. Das ist ganz wichtig. Da wo kein Leim ist, kann auch keine Verbindung, kein Halt entstehen.
So, wenn die Seite eingeschmiert ist, drehen wir das Ganze und machen das auf der anderen Seite auch. Wieder Leim drauf. Und mit dem Pinsel gleichmäßig verteilen. Dann legen wir die Seiten kurz ab. Ein Tipp ist, das leicht verschieben, dass der Leim die zwei Bretter nicht zusammenhält. Legen die Seitenteile ab und das gleiche machen wir auch hier beim Boden und beim Deckel. Wer sich das am Anfang noch nicht traut mit Leim, kann das auch mal ohne machen, kann den Korpus zusammenstellen und auch ohne Leim mal zusammenziehen. Als Trockenübung sozusagen. Mit dem Leim auftragen würde ich mir nicht so viel Zeit lassen, weil der Leim, der zieht natürlich auch an. Das ist zwar kein Expressleim, aber man muss schauen, dass man zügig arbeitet. So. Dann legen wir das ab. Nun nehmen wir beide Seitenteile und stellen sie so nebeneinander hin, parallel nebeneinander hin. Nehmen Deckel und Boden. Und aus diesen 4 Teilen wird, wenn man die so zusammenstellt, dann der Korpus. Man kann das ein bisschen lose zusammenstellen. Das muss nicht genau passen. Die Gurte werden jetzt das Ganze zusammenziehen und in die passende Form bringen. Jetzt ist ganz wichtig bei den Gurten zu beachten, dass wir diese Klappe von dem Schloss, dass die jetzt nach oben zeigt und wir das so in die rechte Hand nehmen. Über den Korpus drüber legen und nach unten gehen. Jetzt ziehen wir hier leicht an, halten den Daumen hier unten dagegen und spannen ein bisschen vor. Das genügt schon. Wir können hier ungefähr 2 bis 2,5 cm von unten den Gurt positionieren. Nochmal leicht anziehen. Und das gleiche machen wir jetzt oben auch. Wir nehmen das wieder in die Hand mit dem Schloss nach oben, legen es über den Korpus und ziehen es fest. Das ist deshalb wichtig, damit wir hier jetzt diese beiden Enden in diese Richtung haben, damit wir zuziehen können. Leicht anziehen. Ganz wichtig beim Korpus ist, dass man darauf achtet, dass diese Kanten schön bündig sind und notfalls kann man das mit dem Hammer korrigieren, dass alle Gärungen schön bündig sind, nichts übersteht. Zum endgültigen Zusammenziehen stellen wir die Cajon, stelle ich euch die jetzt mal an die Vorderkante, da zeige ich euch, wie sie dann endgültig zusammengespannt wird. Um den Korpus endgültig zusammenzuleimen, nehmen wir die Gurte hier an diesem Ende mit der Faust. Den Korpus stellen wir ungefähr 1 cm zurück von der Tischkante und gehen mit ausgestreckten Armen kurz in die Knie und ziehen das so zusammen. Damit bekommt man den Korpus schön zusammen. Einfach in die Knie gehen mit ausgestreckten Armen. Als nächstes sollten wir bei den Innenkanten mit einem feuchten Lappen den überschüssigen Leim einfach wegziehen. Durch die Konstruktion des Korpuses mit den Gärungsschnitten ist immer gewährleistet, dass das perfekt im rechten Winkel steht, der Korpus. Somit können wir jetzt anfangen, die Spielflächen und die Rückseite vorzubereiten. Währenddem der Korpus jetzt trocknet, der Leim also abbindet, tun wir das mal zur Seite und nehmen uns die Spielfläche vor. Die Spielfläche ist die rötlich furnierte Platte mit dem Sela-Logo unten. Hier sind auch schon die Punkte vorgepiekt, die wir dann zum Bohren hernehmen. Wir nehmen uns eine kleine Unterlage, dass wir nicht in den Tisch bohren. Jetzt kommt als erstes einmal auch der Akkuschrauber zum Einsatz. Dazu nehmen wir uns den beiliegenden Bohrer und spannen ihn in den Akkuschrauber ein. Jetzt suchen wir uns die Stellen, wo die Fixungen sind und bohren vorsichtig und genau die Löcher ein.
So, jetzt ist die Spielfläche gebohrt. Und falls da noch so kleine Späne überstehen, kann man das mit dem Schleifklotz hier ein bisschen wegschleifen. Als nächstes montieren wir die Halterungsleisten für die Snare-Traverse. Und zwar kommen die in den Korpus einmal links vorne und rechts vorne hin. Dazu nehmen wir einerseits die Halterungsleisten selber und diese Montagehilfe. Dann legen wir uns den Cajon-Korpus so hin, dass wir die Leisten montieren können. Zur Montage der Halterungsleisten für die Snare-Traverse nehmen wir uns diese Montagehilfe zur Hand. Die gewährleistet, dass der Abstand immer gleich ist. Wir legen die an, die Korpuskante an, legen die Leiste dazu. Wichtig ist, dass die Leiste hier, die Montageleiste, schön bündig anliegt. Halten das Ganze fest und schrauben das mit dem Akkuschrauber an. Einmal. Und den gleichen Vorgang wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite vom Cajon-Korpus. Dass eine Leiste hier ist und eine Leiste auf der gegenüberliegenden Seite. Als nächstes zeichnen wir ein Kreuz an, in dem zwei Schrauben in den Korpus geschraubt werden, damit die Snare-Traverse nicht ganz am Boden aufliegt. Wir nehmen wieder die Montagehilfe, legen sie flach unten an der Unterseite und machen mal einen Strich hierher. Dann drehen wir sie, legen sie an der Halteleiste an und machen diesen Strich. Somit entsteht dieses Kreuz. Dann nehmen wir wieder eine Schraube und drehen diese bis zur Hälfte maximal in den Korpus ein. Und diesen Vorgang wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite auch. So wie hier an dem Beispiel jetzt zu sehen ist, müssen die Leisten und die Schrauben positioniert sein. Ich zeige euch jetzt mal, wie das dann im Endeffekt aussieht. Die zwei Schrauben verhindern, dass die Snare-Traverse ganz unten am Boden aufliegt. Als nächsten Schritt bereiten wir die Rückseite vor, die Schalllochseite. Da machen wir uns wieder ein bisschen Platz, nehmen den Korpus zur Seite. Da muss die Innenkante und die Außenkante müssen mit dem Schleifpapier geschliffen werden. Wir haben ja hier unseren Schleifpapierbogen, den können wir im Prinzip trennen, aus 1 macht 2. Dann nehmen wir uns eine Hälfte von dem Schleifpapier, knicken das nochmal durch und schleifen jetzt die Innenkanten ein bisschen rund ab. Weil man die Cajon ja auch im Loch trägt, ist es feiner, wenn die Kanten ein bisschen gebrochen sind. Dann drehen wir das Ganze und schleifen die Rückseite auf. Das ist ein ganz guter Trick. Man nimmt einfach das Schleifpapier an den Daumen und geht von unten rauf und kann dann so schleifen. Jetzt haben wir die Lochöffnung geschliffen. Jetzt nehmen wir uns den Korpus her und schrauben quasi die Rückseite zuerst auf den Cajon-Korpus. Hier, wo die Leisten sind, das ist die vordere Seite, die Spielflächenseite. Da kommt die furnierte Sache drauf, die furnierte Spielfläche mit dem Logo, und hinten drauf kommt die Lochseite. Genau gegenüber, und die Leisten sind unten und das Schallloch ist oben. So kommt es drauf. Dafür legen wir uns quasi die Rückseite genau auf den Korpus auf, vermitteln das Ganze, so dass leicht ein bisschen überall ein bisschen Holz übersteht von der Rückseite, und schrauben das mit den beiliegenden Schrauben fest. Und wenn ich die obere Reihe fertig habe, dann drehe ich mir das davon, schaue, dass das unten schön vermittelt ist, links und rechts,
und mache jetzt die nächste Reihe unten fest. So ist die Rückwand dann perfekt festgeschraubt. Als nächstes schrauben wir die Spielfläche auf. Dazu drehen wir das rum. Ich zeige euch das. Das ist die Spielfläche. Hier unten ist das Logo. Und das muss auch hier unten hin, wo die Leisten sitzen. Jetzt nehmen wir uns das vorbereitete Tuch, damit die Rückseite nicht verkratzt wird, und legen es auf. Nehmen die Spielfläche, legen es auf den Korpus auf und vermitteln das wieder. Links und rechts ist es so ein halber Millimeter, was es übersteht. Logo unten. Nehmen wieder die Schrauben und fangen mit der oberen Seite mit den 3 Schrauben an, festzuschrauben. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Schrauben bündig oder ganz leicht nach innen geschraubt sind. Nicht zu tief, sonst geht die Spielfläche dabei eventuell kaputt. Dann drehen wir es wieder um, richten das wieder ein bisschen aus und schrauben die nächste Reihe fest. Fertig. Um sicher zu gehen, dass der Leim auch wirklich den Korpus anständig zusammenhält, sollte man ca. 3 Stunden warten. Jetzt in dem Fall, wo Vorder- und Rückseite angeschraubt ist, können wir jetzt die Gurte auch schon entfernen. Dazu drücke ich einfach auf das Schloss und der Gurt gibt nach. Anschließend werden wir die Kanten schleifen und brechen und mit dem Schleifpapier und dem Schleifklotz der Cajon wirklich ein schönes Aussehen zu verleihen, dass man auch gut drauf spielen kann, dass man keine scharfen Kanten und Ecken mehr hat. Leimreste, die hier seitlich raussehen, werden auch abgeschliffen und dann kommen wir der Sache Cajon schon richtig nah. So, nach dem Aufschrauben widmen wir uns den Oberflächen bzw. den Überständen hier. Die werden abgeschliffen. Dazu legen wir das Cajon wieder auf das Tuch. Nehmen uns den Schleifschwamm und klemmen das Schleifpapier so über den Schleifschwamm. Und jetzt können wir hier diese Überstände abschleifen. Wobei darauf zu achten ist, dass wir nicht über das Logo schleifen, wenn wir dann die Oberfläche zum Schluss machen, weil das Logo ist aufgedruckt und das könnte weggeschliffen werden. Fangen wir mal oben an. Wir können auch hier eine leichte Rundung anschleifen und so lange schleifen, bis das hier bündig ist, ja, bis der Überstand komplett weg ist. Wichtig wäre auch, dass wir hier nicht mit dem Schleifpapier in diese Richtung über die Oberfläche von der Spielfläche kommen, weil da sonst Querkratzer reinkommen und die schauen nicht schön aus. Wenn wir das bündig geschliffen haben, dann können wir hier die Ecken, die wir nachher zum Spielen hernehmen, etwas abrunden.
schleifen wir hier die Ecken weg, dass hier eine schöne Rundung entsteht. Das kann man mehr oder weniger machen. Und hier diese Kanten auch. Die Leimreste können wir wegschleifen. Und hier wieder darauf achten, dass man nicht zu quer in die Maserrichtung hineinschleift. Das gleiche machen wir bei der Rückseite. Die Überstände werden auch weggeschliffen. Man kann es so schleifen, es so hinlegen oder wer lieber von oben schleift, ebenso. Beim Schleifen aller Flächen ist es wichtig, dass wir in Richtung der Maserung schleifen. Die Maserung vom Holz läuft so, sonst haben wir hässliche Querstreifen drin. Das sieht nicht gut aus. Hier die Kanten können auch schön gerundet werden und hier oben. Von vorne haben wir hier schöne Rundungen dran geschliffen, damit wir beim Spielen da wirklich ein schönes Spielgefühl auch haben. Hier die Kanten sind auch gebrochen, auch schön mit dem Schleifpapier entlang hin. Passt. So, nach dem Schleifen, wir haben jetzt die Flächen geschliffen, wir haben die Kanten gebrochen, vorne schön abgerundet, auch hier die Kanten sind gebrochen. Wir haben das Logo nicht abgeschliffen, wunderbar. Und so können wir jetzt schon eigentlich auf der Cajon spielen, von der Haptik her. Jetzt könnt ihr euch nur entscheiden, gibt es noch mehrere Möglichkeiten, ein Oberflächenfinish zu machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt einen Lack oder wie ich es empfehlen würde, ein Hartwachsöl. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Da es sehr, sehr viele verschiedene Produkte gibt, Hartwachsöle und so weiter, probiert es erst einmal an einer Stelle aus, am besten unten an der Cajon, um zu sehen, wie sich das Hartwachsöl verhält. Wenn es nach einiger Zeit immer noch klebrig ist und so, dann sollte man das nicht verwenden, weil man sitzt ja auch drauf. Also das wäre schade, wenn ihr euch da eure Kleidung versaut. Ich nehme jetzt hier die Cajon her, fangen mit der Spielfläche an. Was wir brauchen ist ein Schwamm, man kann auch einen Pinsel nehmen, ich nehme am liebsten einen Schwamm. Das Hartwachsöl und einen Lappen zum Nachpolieren. Dann nehmen wir sparsam immer ein bisschen Hartwachsöl auf den Schwamm und verteilen das gleichmäßig in Faserrichtung. Lieber öfters rausnehmen aus der Dose, wie am Anfang gleich zu viel. Und somit haben wir gleichmäßig die ganze Fläche Ölen wachsen. Wenn die Fläche dann fertig ist, gehen wir mit dem Lappen nochmal nachpolieren. Das überflüssige Wachs einfach wegpolieren. Somit haben wir eine schöne gleichmäßige Fläche. Das macht man mit dem ganzen Korpus. Und ich würde sagen, man würde es einfach über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag mal anfassen und weiß man, ob das trocken ist und alles passt. So, nun fast zum Schluss werden wir die Füße aufschrauben auf die Cajon. Dazu drehen wir sie so, dass das Logo nach oben zeigt. Das heißt, hier ist jetzt der Boden. Dazu nehmen wir die 4 Gummifüße und da kommt an jede Ecke eins dran. Um den richtigen Abstand zu wählen, haben wir wieder unsere Montagehilfe und dann legen wir hier an und schieben das quasi von links und von rechts in diesem Abstand, teilen wir das auf. Dann haben wir überall den gleichen Abstand. Dann nehmen wir die 4 Schrauben, die übrig noch sind, und schrauben die Füße fest.
So hat die Cajon einen guten Stand. So, das Wichtigste kommt zum Schluss. Jetzt haben wir noch zwei Teile übrig. Einmal die Snare-Traverse und den Schaumstoffkeil. Dieser Schaumstoffkeil wird durch das Loch hier durchgesteckt und ist zur Dämpfung vom Snare-Sound da. Das heißt, wenn ich den Schaumstoffkeil ganz nach vorne schiebe, wird der Snare-Effekt gedämpft und leiser. Möchte ich mehr haben, gehe ich einfach ein bisschen nach hinten, ziehe den nach hinten raus. Somit habe ich einen lauteren und helleren Snare. Je nachdem kann ich das auch durch das Schallloch hinten immer wieder nachregulieren. Jetzt nehmen wir die Snare-Traverse, schieben die nach vorne bis zur Spielfläche und senken sie dann hinter die Leisten. Das geht ganz komfortabel durch das Schallloch und schiebt das nach unten. Und nun liegt die Snare-Traverse an den zwei äußeren Schrauben, die wir einmontiert haben, liegen auf. Und jetzt ist die Cajon im Prinzip fertig und spielbereit. Snare und Bass. Eine weitere Besonderheit des Sela Snare Cajon Bausatzes sind die Clap Corners. Die müssen aber noch aktiviert werden bzw. eingestellt werden. Dazu legen wir uns die Cajon nochmal flach hin. Die Clap Corners sind hier am oberen Bereich diese Stelle, an denen die Schrauben fehlen. Jetzt hört man fast nichts. Dazu muss man einfach nur die äußeren Schrauben hier etwas lösen. In etwa zur Hälfte. Und dann nimmt man kleine Pappstreifen so in Visitenkartenstärke, ungefähr in dieser Größe, und schiebt sie am oberen Teil der Schraube vorbei. Und zieht die Schrauben dann wieder an. Somit entsteht hier ein kleiner Spalt. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Wenn das Papier ein bisschen übersteht, kann man es auch nochmal abschleifen. Hier ist dieser Spalt jetzt deutlich zu sehen und der Clap ist dieser Effekt. Somit sind die Clap Corners aktiviert. So, nun ist aus dem Sela Snare Cajon Bausatz eine richtige Cajon geworden. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Jetzt möchte ich euch nur die Sounds noch zeigen, die aus der Cajon rauskommen. Wir haben hier einen fetten Bass, eine tolle, klare Snare und die beide perfekt getrennt. Wenn ich den Bass schlage, habe ich Bass, wenn ich den Snare schlage, habe ich Snare. Zusätzlich kommt noch die Claps und auf der Rückseite, das ist immer ein Versuch wert, Bongo-ähnliche, Holzbongo-ähnliche Töne. Oder man nimmt die Snare-Traverse raus und hat damit eine peruanische Cajon. Das heißt, komplett ohne Snare. Das Ganze wieder rückwärts. Wir machen eine Snare-Traverse rein. Und wer noch mehr Snare haben will, kann eine zweite zusätzlich noch reintun. Ganz gleich wie die erste, hinten durch, vorne an die Spielfläche drücken und nach unten ziehen. So, dass sie beide übereinander liegen. Jetzt kommt extrem viel Snare daher. So, und da wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurer selbstgebauten Sela Cajon.